Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einem Tutorial-Video von FeScreenSim. In diesem Tutorial-Video befassen wir uns mit dem Lampenelement aus unserem Objektkatalog. Das Lampenelement ist dafür, Darstellungen in der Anlage wie zum Beispiel einer Störung optisch darzustellen oder andere Signale. Und ich füge mir jetzt gleich einmal ein Lampensegment an unserem Cursor ein. Und bei der Lampe ist eine kleine Besonderheit, und zwar was den Selektionsbereich betrifft, also die oberen Lampensegmente selbst lassen sich nicht markieren mit Alt- und Linksklick, sondern die ganze Interaktion findet immer mit dem Fuß der Lampe statt. Und wir finden hier oben rechts unter den Eigenschaften dann eben die spezifischen Einstellungen für unsere Lampe. Und zunächst einmal gibt es standardmäßig eben im Lampensegment eben so ein Segment. Und man kann beliebige Segmente eben ergänzen. Jetzt schauen wir uns zum ersten Mal das erste Segment an. Also man kann diesem Segment einen Namen geben, zum Beispiel Seg 1 als erstes Segment, und man kann eben dann hier die Farbe unseres Lampensegments umstellen, was die Darstellung betrifft, wenn diese Lampe aktiv ist. Wir sehen jetzt zum Beispiel auch hier, können wir auch mal versuchen, wie wir es jetzt darstellen, also leuchtend und nicht leuchtend. Und wir können uns gerne auch weitere Lampensegmente hinzufügen durch das Drücken auf den Add-Button. In unserem Fall möchte ich jetzt einfach mal mit 3 solchen Lampensegmenten arbeiten. Und wenn ich jetzt eben diese Eigenschaften des Lampensegments ändern möchte, kann ich eben hier das jeweilige Segment meiner Lampe auswählen, wie zum Beispiel das zweite Segment. Kann dem auch einen treffenden Namen geben, zweites Segment. Und dann zum Beispiel die Signalfarbe Rot. Und unserem dritten Segment, dem obendrauf, geben wir jetzt zum Beispiel noch die Farbe Blau. Und bekommen so dann die Darstellung eben der unterschiedlichen Farben. Um jetzt diese Lampen jetzt mal leuchten zu lassen, können wir uns jetzt zum Beispiel mal einen Button einfügen. Also ich wähle jetzt mal 3 Buttons, die jeweilig die verschiedenen Lampen dann zum Leuchten bringen sollen, um einfach ein Signal zu haben, das ich auch verbinden kann. Und dafür brauche ich natürlich auch noch einen Namen, dass ich weiß, welcher Button zu welchem Segment dann kommt. Also in unserem Fall wähle ich jetzt den ersten Button mit B1 und den zweiten Button mit B2 und den dritten Button eben mit B3. Und im Logikelementen-Assigner kann ich jetzt eben dieses Ganze verbinden. Also ich habe jetzt hier eben diese 3 Segmente, die ich erstellt habe. Und diese 3 Segmente kann ich jetzt eben mit diesen Buttons aus unserer Simulation verbinden. Dafür gehe ich eben bei unserem Logik-Assigner wie gewohnt auf Verbinden und verbinde eben das erste, das zweite und das dritte Lampensegment und kann jetzt eben diese Lampe mit einem Signal zum Leuchten bringen. Das war's schon wieder mit diesem Tutorial. Ich wünsche noch viel Spaß beim Simulieren.